Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Hier blieben wir 6 Wochen und fuhren danach nach Kambodscha. Leider durfte unser Auto nicht nach Thailand einreisen und so fuhren wir nach Vietnam mit dem Bus. Dort verbrachten wir Weihnachten und Silvester. Im Anschluss wollten wir noch in Ho Chi Minh City ein bisschen Kultur kennenlernen, besuchten die Stadt ausgiebig und tauchten aber auch sehr in die Geschichte ab, und zwar in die Geschichte des Vietnamkriegs. Das war unsere Wohnung. Hallo und Xin Chao aus Vietnam. So, gleich geht's mit dem Bus nach Ho Chi Minh City. Yep. Wir stehen hier in der Busstation. Das Ticket hat der Andi gestern schon über Want to Go Asia, glaube ich, gebucht. Von hier bis Ho Chi Minh City. Wie viel kostet es pro Person? $9 für 3 Stunden Auto. Und wieder zurück in Ho Chi Minh City. In unserem zweiten Hotelzimmer in Ho Chi Minh City, ehemalig Saigon, und hatten gestern schon ein unerwartetes Upgrade, was wir gar nicht so cool fanden, denn hier werden irgendwie gerade die Zimmer über Technik umgestaltet. Und jetzt wurden wir gestern in ein Zimmer geschickt mit der Ansage, dass wir es heute nochmal wechseln sollen, und es war alles ein Hin und Her. Also es war irgendwie kein guter Start, es ist kein schlechtes Hotel, aber irgendwie fühlt sich jetzt alles irgendwie seltsam an. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt nach Protestieren trotzdem das Zimmer gekriegt, was wir gebucht haben, ohne dass wir unsere Sachen nochmal irgendwo zwischenlagern sollten, was von uns verlangt wurde. Und werden jetzt die Stadt erkunden. Andi, was sagst du dazu? Let's go! Da waren gerade sogar Schilder, wo du einen Visa-Run-Bus-Tour machen kannst. Vielleicht wollen wir auch City-Sightseeing machen im Myri. Hop-on, hop-off? Nee. So, wir haben jetzt wieder den Jetbus gebucht, den super Luxusbus. Wir kriegen Frühstück und Mittagessen im Bus und der fährt uns für insgesamt 56 € ins beide von Ho Chi Minh City nach Phnom Penh in 7 oder 8 Stunden Fahrt. Ja. Ging sehr einfach. Super komfortabel beim letzten Mal, muss man schon sagen. Ich meine, also mit Sprit ist das auch nicht aufzuwiegen hier, ne? Nee, allein schon den Sprit würden wir verbrauchen, wenn wir so lange fahren. Außerdem möchten wir das auch gar nicht unbedingt fahren. Ja.
Wir haben in Ho Chi Minh Stadt erstmal die Stadt zu Fuß erkundet und uns ist direkt aufgefallen, dass es im Gegensatz zu Laos und Kambodscha viel moderner dort ist als dort in den Großstädten und damit hatten wir gar nicht gerechnet. Vietnam hat darüber hinaus übrigens eine ausgeprägte und sehr spezielle Kaffeekultur und wir haben das sehr genossen. Weißer Kaffee, der hier speziell ist für die Region. Was ist da drinne? Der enthält normale Milch und Kondensmilch, wird dadurch süßer und ja, und das natürlich mit dem vietnamesischen Kaffee zusammen. Und für mich einen normalen Iced Cappuccino, weil kein Zucker drin ist. Okay, ich probiere den vietnamesischen weißen Kaffee. Boah, ist ja süß. Sehr süß. Ich finde ihn gut. Vielleicht kann hier mein Rucksack repariert werden. Ja. Ja, lass mal fragen. Mein qualitativ hochwertiger Rucksack von Ottovox war am Träger gerissen oder zumindest halb abgerissen. Und um das zu reparieren, sind wir quer durch die Stadt gefahren und haben letztendlich aber dann doch ein Geschäft gefunden, wo ich es nach ein paar Stunden wieder abholen konnte. Und somit war alles für Nepal vorbereitet. Also man sieht hier super viele spannende Gebäude. Wir haben wieder eins gefunden. Obwohl Ho Chi Minh Stadt eine sehr große Millionenstadt ist, konnten wir viele Attraktionen fußläufig erreichen und haben sogar noch was für unser Fitnesslevel getan. Eines unserer Ziele war der Cho Ben Tan Markt, eine berühmt große Halle, in der man wunderbar shoppen gehen kann und in der es super leckeres Essen gibt. Wir wurden im Vorfeld sogar von Einheimischen gewarnt, dass wir gut auf unsere Sachen aufpassen sollen. Uns ist aber nichts abhanden gekommen dort. Wir haben das Paradies gefunden Hier gibt es so viel zu essen. und zu trinken. In jede Richtung. Dreh mal die Kamera. Ja, auch da und. Coconut Pineapple, unsere Lieblingsmischung. Also Kokosnuss, Ananas. Also, was der Andi unbedingt noch haben möchte: Pancake, 2,50 €. Sommerrollen, 2 €. Nicht ganz. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Der Kurs liegt bei, glaube ich, 26.100. Hat sie recht? Natürlich.
Ja. Also es gibt einen zweiten Shoppingort, der ist Indoor und mit Klimaanlage. Und das heißt Saigon Square. Und das vorhin war dieser Markt, genau. Und hier finden wir es viel angenehmer, bei Klimaanlage. Oh, Ja, thank you. bist du froh, dass wir weiter shoppen können? Meine Mission, den Ausgang finden. Den Ausgang zu finden, das war gar nicht so leicht. Letztlich haben wir es aber doch rausgeschafft. Die ganze Stadt war in den Vorbereitungen für das vietnamesische Neujahrsfest und so waren überall kleinere oder größere Vorfeiern. Hier waren wir vor dem Opernhaus und es gab gerade ein Musikfestival. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho ca sĩ Hoàng Mỹ An. Taking over, need to confess. Walls are closing in around us. Feel the tension rising all over my skin. Hinter mir sieht man die Statue von Ho Chi Minh, gleichnamig mit dieser Stadt, beziehungsweise früherer Präsident von Vietnam. Ho Chi Minh war einer der Schlüsselfiguren im Vietnamkrieg und war der Indochina-Partei zugehörig und ja, wurde dann eben nach dem Krieg auch irgendwann zum Präsidenten. Übrigens, bevor Ho Chi Minh City, welche auch die größte Stadt Vietnams ist, zu Ho Chi Minh City wurde, hieß sie Saigon. Let's go into the coffee house, ins Kaffeehaus. Sagen das nicht, ikonisches Treppenhaus. Ja. Erster Stock und weiter geht's. Andi, was haben wir gerade gelernt? Der Aufzug, der wird extra abkassiert, weil der gehört nicht zu den Geschäften dazu und das Gebäude macht so ein bisschen Gewinn damit. Oh, guck mal, das sieht aber lecker aus. Auf dem Schild da stand gerade, dass wenn man hier was einkauft, dass man dann die Gebühr für den Aufzug zurückbekommt. Also ist der Aufzug doch quasi umsonst. Und hier ist ein vegetarisches Restaurant und ich will es ausprobieren. Die Tage. Das Kaffeehaus findet man übrigens in jeder Top-Liste über Ho Chi Minh Stadt. Es ist ein Haus, das in jedem Stockwerk mehrere Cafés und auch kleine Restaurants und kleine Minishops beherbergt. Wir fanden es sehr cool und sind sogar nochmal wiedergekommen. So, erst gehen wir morgen vegetarisch essen und dann gibt es hier oben noch einen Kaffee. Es ist so schön hier.
Also wir stehen jetzt hier gegenüber von unserem Hotel, weil wir wollen heute zu diesen Tunneln, die Widerstandskämpfer im Krieg verwendet haben. Die ist etwa 2 Stunden außerhalb von Ho Chi Minh City. Allerdings ist heute auch irgendeine Parade, was wir wieder voll verpeilt haben. Weil es ja klar, wir kommen in irgendwelche Städte und dann wird irgendwas gefeiert, wovon wir nichts wissen. Und der Verkehr ist so schlimm wie noch nie und wir warten schon seit einer Dreiviertelstunde auf unsere Abholung, so ungefähr. Also ich habe den Verdacht, dass irgendwas mit Neujahr gefeiert wird, weil die Vietnamesen feiern das neue Jahr ja eigentlich Ende Januar und feiern eigentlich den ganzen Januar immer irgendwas. Party-Monat Januar in Vietnam, aber wir haben keine Ahnung was. Ja. Ja. Da ist einer, der will hier rüber. Vielleicht ist es der. Nee, ist nicht unser Bus. Okay, wir sind bei den Tunneln angekommen. Und auf jeden Fall kann man hier erstmal ein paar Panzer, Helikopter und Flugzeuge sehen. Und es gibt quasi 2 Sektionen. Die eine Seite wurde von den Kommunisten genutzt, die andere Seite von den Mekong oder Kong-Vietnamesen, also die Indochina-Partei quasi. Und wir sind jetzt quasi auf der Seite, wo die Kommunisten sind. Die Chu Chi-Tunnel kennt eigentlich keiner ganz genau, weil es sich um ein hunderte Kilometer langes Netzwerk an unterirdischen Tunneln handelt, die alle super eng und klein sind und auch extrem versteckt. Und das Wissen über diese Tunnel wurde immer auf viele Personen aufgeteilt und niemand wusste über das gesamte Tunnelsystem Bescheid, denn wenn jemand in Gefangenschaft geraten würde, könnte er nur seinen kleinen Teil verraten. Diese Tunnel haben früher gedient als Operationsbasis für eben den Widerstand der Vietcong gegen die amerikanische Übermacht und dort wurden Kriegsmaterialien aufbewahrt, verletzte Soldaten aufgepäppelt und generell Sachen unter der Erde bewegt. Heute werden Teile des Tunnelsystems als Touristenattraktion genutzt. Wir waren dort und haben mehr über die damalige Situation erfahren. Es war super spannend, wie raffiniert und einfallsreich die Vietnamesinnen und Vietnamesen sich gegen diese Übermacht gewehrt haben und wie viel Köpfchen in diese Tunnel reingesteckt wurden. Es war einfach nur super faszinierend, wenngleich es auch sehr bedrückend irgendwie war. Well, your husband is really worried about you. Talk about. Meine größte Angst da unten war übrigens, eine Schlange oder eine giftige Spinne zu übersehen, weil man sieht nichts. Möri, was war da drin? Also da unten runter Ja. konnte man halt rausgucken und eben auch schießen, wenn man wollte. Und man hat wirklich viel gesehen. Man sieht es nicht so gut, wo ich gerade hingezeigt habe, aber es waren mini kleine Löcher im Boden, die man wirklich nicht gesehen hat. Und die wurden dann zur Selbstverteidigung genutzt. Das war schon krass. Diese Tunnel mussten auch belüftet werden und an diesen Belüftungsöffnungen gab es immer sehr raffinierte Techniken. Damit die amerikanischen Spürhunde diese Tunneleingänge nicht entdecken, wurde Chili um die Öffnungen gelegt und teilweise auch Minen davor platziert. Und dann gab es einen Hotdog am Ende. Andi, Auch wir können da nicht aufrecht gehen. wie haben sich untereinander die Vietcong-Krieger erkannt? Wir haben die ganz gewöhnlichen Zivilisten-Schale genommen und um den Arm gebunden zum Teil. Und diese ist für das vietnamesische Volk. Die kleinere Größe. Und beide sind bereits 75% und 25% größer als die normale Größe. Wenn du nach unten gehst, wirst du sehen, einfach weiter geradeaus in diese Richtung. Du wirst eine Abzweigung Isle Gate nach links sehen. Und diese führt direkt in den Kampfbunker. Du kannst es also ausprobieren. Wer möchte jetzt reingehen? Hier sieht man gleich einen der größten Räume dort unten. Das war einer der 2 großen Besprechungsräume.
Da unten war alles eigentlich sehr eng und sehr beklemmend und trotzdem haben die da unten noch Küchen und kleine Krankenlager untergebracht. Gott, das ist so klein. Man muss ganz in die Hocke gehen. Genau meine Größe. Da unten war es übrigens trotz der Belüftung relativ stickig und auch extrem eng, wie man sieht, was damals okay war, weil überwiegend weibliche Soldaten auf der Vietcong-Seite gekämpft haben und die ein bisschen kleiner waren und dadurch besser sich dort fortbewegen konnten. Ja, ich glaube, ich habe einen Vorteil mit meiner Größe. Ja, ich auch. Was hast du gesagt, Miri? Ein gutes Workout. Weil man in der Hocke ist die ganze Zeit. Okay, da gehen wir nicht lang. Da kann man sich den Kopf sicher anhauen. Are you the last one, my friend? I think there was nobody behind me. Wir sind jetzt das längste Stück, das man hier begehen kann, unter der Erde gegangen. Es war eng. Das ist so krass. Die Leute waren entweder mini klein oder sie haben echt alle super krasse Beinmuskulatur, haben ständig muss gebückt laufen. Ja, ich denke auch. Also der Quadrizeps, das ist gutes Training. Dauersquat, wir sind 50 Meter gelaufen. Und diese ganze Anlage, man weiß es nicht genau, hat aber wahrscheinlich über 250 Kilometer. Das ist der längste von Hand gegrabene Tunnel der Welt. Genau, ja. Man kann nicht genau sagen, wo überall Tunnel sind, aber er geht wohl bis nach Kambodscha. Der Guide scherzt schon die ganze Zeit, ob wir uns das Visum sparen wollen. From here, it's gonna lead you there to the surgery bunkers over there. It's just 5 meters. So if you guys want to go in, just going down, going. I'm gonna see you guys over there in the surgery bunker. Genau meine Größe. In der Vergangenheit, zur Zeit des Vietnamkriegs, war das, was wir am meisten nicht hatten, Medizin. Wir haben keine Medizin. Dieses hier, wie ihr sehen könnt, ist nur aus dem Bambusbaum gemacht und die Klinge ist von oben. Wenn Sie hier schneiden, ist es manchmal nicht in Ordnung. Ernsthaft. Ja, es tut Ihnen weh, macht Ihnen Verletzungen. Ich sage ja immer wieder, wie kreativ die Vietnamesen in der Kriegsführung waren. Und hier sieht man sehr gut, zum einen haben sie all ihre Waffen selbst hergestellt. Sie haben quasi aus nichts Waffen gebaut und diese haben sie so kreativ eingesetzt, auch dadurch, dass sie ihr Land sehr gut kannten, dass es für die Amis wirklich super, super schwer war, dort Krieg zu führen. Besonders bei den Fallen waren sie sehr kreativ, wie man jetzt in den nächsten Minuten sehen kann. Weiter, weiter. Wir haben das hier, es ist eine Fensterfalle. Die Fensterfalle. Sieht so aus. Und wenn der Soldat hierher kommt, tritt er drauf. Und sein Fuß wird in der Mitte davon stecken bleiben. Fensterfalle. Wir haben hier die Rollfalle. Die Rollfalle ist eine Art Falle, die sich rollt, wenn du deine Hand dorthin legst. Also wird diese unterirdisch platziert. Wenn du kriechst, bleibt deine Hand in der Mitte stecken und es ist schwer, sie herauszuziehen. Und diese wird meistens unterirdisch für die Zehen verwendet. Und das letzte hier? Nun, nicht das letzte. Aber zumindest gibt es, noch ein weiteres. Warte nur 1 Minute. Diese hier nennen wir die Klebefalle. Und als einige Soldaten dort hinübertraten, dieser hier wird herausragen und in ihrem Fuß stecken, sodass sie den Fuß sofort abschneiden müssen. Und dieser hier, die Türfalle. Ihr könnt sehen. Ich habe Ihnen gesagt, sich auf die Spitze des Nagels zu konzentrieren. Was hat es? Der Haken, der Angelhaken. Dieser Haken
hat die Aufgabe, sich in deinen Körper zu bohren. Und wenn du ihn herausnehmen willst, Naja, es wird nicht einfach entfernt. Also wird dieses hier hängen bleiben, im 90-Grad-Winkel. Und du hast den Film gesehen, richtig? Die US-Soldaten machen es nie so. Sie werden zur Tür schneiden, und wenn sie zur Tür schneiden, wird das herunterfallen. ins Gesicht schlagen, auf den Körper schlagen. Dieser Teil wird auf ihre Brust und ihren Magen treffen. Also das hier bleibt dort hängen, sodass, wenn sie es entfernen wollen, wird es alles aus ihrem Frühstück nach draußen befördern. Sie werden wie sie. Richtig. Ja. Und dieses hier. Aber die schlechte Sache ist nicht dieses. Die schlechte Sache ist dieses hier. Nach diesem Schlag bewegt es sich weiter und trifft den Unterkörper des Soldaten und zerstört die Babymaschine. Also keine Babys mehr. Ab diesem Zeitpunkt. Dein Eindruck? Mach alles, aber kein Krieg. Die Schuhe der Vietcong haben aus Autoreifen bestanden. Wir nennen sie heutzutage Flipflops. Und sie haben sie verkehrt herum getragen, sodass die Amis immer gedacht haben, dass sie in die andere Richtung laufen. Ja, kreativ. Ziemlich. Also, Wir sind auch in der Armee immer quasi in die Fußstapfen des Kommandos gelaufen. Und der hinterste Mann hat dann die Spuren wieder weggemacht. völlig emotional überladen sind wir dann zurück nach Ho Chi Minh Stadt gekehrt. Und wir können sagen, wir hatten einen ganz, ganz tollen Guide, der hat alles super gut erklärt. Und er selbst war auch super versöhnlich gegenüber dem, was da passiert war. Also er hatte kein böses Wort übrig für die Kriegsgegner oder ähnliches und das hat uns einfach nur beeindruckt. Er war, wie kann ich das sagen, Andi? Extrem fröhlicher Mensch, ja. Übrigens, was haben wir da bestellt? Die Wiedervereinigungsplatte. Mit den leckeren Soßen dazu. Los geht's. Wir lassen den Abend ausklingen mit einem Kaffee. Guten vietnamesischen Kaffee. Mit dem Becher so geil. Und wir beobachten die Leute. Der hat hier so 2 Öffnungsseiten. Einmal hier und einmal hier für den Strohhalm. Wir haben mal wieder was zu essen gefunden. Übrigens können wir sagen, dass Vietnam im Punkto Essen bezüglich auf Südostasien, in all den Ländern, in denen wir unterwegs waren, unser absolutes Lieblingsland ist. Denn das Essen dort ist abwechslungsreich. Es ist auch viel für Veganer und Vegetarier dabei. Und es ist immer frisch und vor allen Dingen kriegt man dort auch mal was Salatähnliches, was ich besonders gerne mag. Da kommt der Hund zum Bewachen. Alles gut. Alles gut, ich gehe weiter. Bist ein Guter. Bist eine Gute. Aber das Huhn hat ganz komische Beine. Oh Gott, du armes Ding. Es kommt vom Stück Voressen, lass es doch. Am nächsten Tag sind wir mit Ima, einer Reisenden, die wir in Bung Tau getroffen hatten, am Silvesterfest, durch die Stadt gelaufen und haben einen Kokosnussverkäufer getroffen. Der war sehr freundlich erst und hat mich auch mal seine Kokosnüsse tragen lassen mit diesem sehr schweren Stab. Und dann hat er uns die Kokosnüsse übergeben. Wir dachten, oh, das ist ja nett, ein nettes Geschenk. Aber dann hat er sehr viel Geld verlangt und wir haben die Kokosnüsse dann eben zurückgegeben. Beziehungsweise stark heruntergehandelt. So, now we can buy a book in a language we don't understand and don't speak. I want to visit the store, but I forgot why. Aha. Maybe you will remember it when we drink a tea. Mitten in der Stadt gibt es die sogenannte Bücherstraße. Hier kann man nur Bücher kaufen und es ist Platz für Künste. Und was soll ich sagen? Es fühlt sich an wie
ein kleines, ruhiges Paradies mitten in einer lauten, hektischen Stadt, in der man auch mal runterkommen kann. Rồi nắng mai đêm mây trắng bay khi tan cơn say thì đã sao khuất mây trắng vẫn còn theo ta. Wie schon im Vorfeld erwähnt, haben wir dem großen Kaffeehaus nochmal einen Besuch abgestattet und haben den Tag wunderschön ausklingen lassen. Wir sind jetzt hier im Kaffeehaus und wir haben eine Perle der vietnamesischen Literatur gefunden. Angela Merkel. Wer ist das? Wunderschön illustriert, Und dann, die Geschichte als Comic dargestellt. da war gerade der Mauerfall. Ui. Hier, Und da hier, die Angela. die Angela. Richtig cool. Warum haben wir solche Bücher in Deutschland nicht? Ho Chi Minh-Stadt, früheres Saigon, liegt im Süden Vietnams am Saigon-Fluss. Die Stadt hat über 8 Millionen Einwohner und ist ein bedeutendes Wirtschaftszentrum für Vietnam. Sie hat viele Sehenswürdigkeiten, zu denen beispielsweise die Chu Chi-Tunnel oder das Kriegsüberbleibselmuseum zählen. Außerdem vereint die Stadt traditionelle und moderne vietnamesische Kulturen. Wir fanden die Stadt laut, bunt, wuselig, ein wenig dreckig, aber super lebhaft und uns hat es allgemein sehr gut dort gefallen. Die Chu Chi-Tunnel stellen den Krieg aus der Perspektive der Vietcong-Krieger dar und so wollten wir eben auch die andere Seite sehen, die Seite der Amerikaner, und haben das Kriegsreste-Museum besucht. Also hinter mir ist ein Flammenwerfer, der wurde in den Reisfeldern benutzt, um die niederzubrennen. Hier sieht man einen Bulldozer. Davon gab es 40.000 Stück. Dann 1400. Entschuldigung, 1400 Stück. Die Amis haben die mitgebracht, um sich quasi Straßen zu bauen. Und dann sieht man hier auch noch Panzer und riesengroße Helikopter. Der sogenannte King of the Battlefield hinter mir, der konnte 32 Kilometer weit schießen. Unglaublich. Eine 175 mm Kanone. Boah, völlig unnötig. Also hinter mir sieht man eines der Flugzeuge, die Napalm unter anderem auf die Bevölkerung draufgeschmissen haben. Wer es nicht kennt, das ist das Zeug, das Leute in Brand setzt. Du kannst es mit Wasser selbst nicht löschen. Man sieht hier total viele Leute, die vor diesen ganzen Killermaschinen posieren, sich fotografieren lassen, als wäre es das Tollste der Welt. Und ich finde es super befremdlich, weil die stehen vor Killermaschinen, womit absolut schreckliche Dinge getan wurden und stehen da so. Es irritiert mich total.
Was wir nicht auf Kamera aufgezeichnet haben, waren die Ausstellungen zu den Foltermethoden für die gefangenen Vietcong-Krieger. Unter anderem wurde man am Boden gefesselt und dann ist Bambus durch einen hindurchgewachsen oder man wurde einfach in die pralle Sonne gestellt, tagelang, bis man dann vertrocknet und verhungert ist, verdurstet ist. Ja, absolut grausam. Und die Amerikaner haben immer so lustige Begriffe für diese Torturen. Wir sitzen jetzt hier in der Buchstraße. Ich übrigens irgendwie in keiner Topliste gefunden habe, die richtig schön ist. Also, das kann ich richtig empfehlen. Und denken gerade noch mal über das Kriegsmuseum nach, in dem wir gerade waren. Das ist einfach nur traurig und erschreckend, was sich aus diesem ersten Indochina-Krieg entwickelt hat. Und lässt einfach nur, hoffen, dass sowas in dieser Art nie wieder passiert, weil was daraus geworden ist, ist einfach, dass die USA sich 20 Jahre lang richtig sinnfrei mit ihren beschissenen Waffen hier ausgetobt hat. Die Vietnamesen sich richtig tapfer gegen gewehrt haben. Wirklich, die haben quasi aus Scheiße Gold gemacht, um sich zu wehren. Und ich hoffe, sowas wiederholt sich einfach nie wieder. Das ist einfach, es ist so schlimm. Die haben hier komplette Wälder entlaubt mit Gift. Komplette Generationen sind davon krank geworden und krank zur Welt gekommen und total entstellt zur Welt gekommen. Das nennt sich Vietnamese Orange, nennen die das. Und es ist einfach nur, da fehlen einem voll die Worte. Umso beeindruckender finden wir es, was für ein tolles, aufgeschlossenes und modernes Land Vietnam heute ist. So aufgeschlossen, dass sogar amerikanische Lieder gesungen werden. Der Dip ist wie Chili, Pfeffer, Zucker zusammen. Schmeckt nicht gut, finde ich. Aber man isst hier ja auch Pommes mit Butter und Zucker. Sonntagmorgen, 8 Uhr und wir gehen zum Bus. Wir verlassen jetzt Vietnam. Das war das New Star Boutique Hotel, in dem wir 5 Tage waren. Jo. Ab nach Kambodscha. Ab zum 5-Sterne-Bus. Ciao, Ho Chi Minh City. Jesse. In diesem Luxusbus gibt es auch Essen. Typischerweise nach dem Grenzübergang, wo die Zeit haben, das alles einzukaufen und hier hinzustellen. Ja. Guten. Gut. Au. Wowi, wowi, wowi. Ach so, übrigens, wir sind jetzt wieder in Kambodscha. Also hier gibt es so Snacks seit China oder so. Das sind so geröstete Bohnen. Die werden dann noch so mit unterschiedlichen Gewürzen aufgemixt. Das ist jetzt Barbecue, aber mir schmecken eigentlich die gesalzenen am besten. Die gab es nur leider gestern nicht. Und die sind voll lecker. Die sind so lecker. Ich will die in Europa auch. So, wir sind in Kambodscha, in Phnom Penh. Und wir müssen ein bisschen was laufen zum SIM-Kartengeschäft und es gibt wieder mal keine Gehwege und es nervt. Da sind wir verwöhnt gewesen in Vietnam. Da gab es überall schöne Bordsteige. Das stimmt, ja. Davon gab es mehr. Aber dafür sind wir gerade durch eine super süße Gasse gelaufen, wo es echt irgendwie voll süß war. Ich habe es leider vergessen aufzunehmen.
Ich bin gespannt, wie ein Schnitzel auf unser Auto gut ist. Ja, wir sind zurück im Soho. Da ist das Shoppen. Wenn ihr mal im Fontaine seid. Die Express-Wohnungen sind wunderbar. Und jetzt fahren wir ins Erdgeschoss und hinten auf den Hinterhof und schauen, ob unser Auto noch da ist. Und die große Angst ist, dass nicht genug Strom da war, dass die Lüfter betrieben wurden und dass sich dann Schimmel im Inneren gebildet hat, dass der Kühlschrank abgetaut ist und solche Dinge. Und ich hoffe, dass unserem Auto gut geht und dass wir jetzt nicht die Tür aufmachen und uns eine grüne Schimmelfront entgegenstößt. Wir schauen gleich mal. Total gespannt und voller Vorfreude sind wir zurück zu unserem selbst ausgebauten Auto Jenny. Und was wir dort vorgefunden haben, das erzählen wir wann anders. Jetzt erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.